Hallo meine lieben Kunstfreunde, hier ist die Anne Pross von Anne Pross Kunst. Ich habe mir heute vorgenommen, ich möchte etwas herumexperimentieren. Dazu habe ich mir ein Blatt Aquarellpapier genommen und ich habe mir da auf dem Teller schon mal eine schwarze Farbe aufgebracht. Das ist Acrylfarbe. Und diese Acrylfarbe werde ich jetzt mit Wasser verdünnen. Das kann ruhig etwas mehr Wasser sein, denn ich brauche das für einen anderen Pinsel. Und das muss dann schon ziemlich flüssig sein, diese Farbe. Also bitte ruhig etwas mehr Wasser aufbringen und die Farbe da gut vermischen. Ja, das sieht schon mal ziemlich gut aus. Noch ein bisschen. Ja, das ist so ein Anthrazitschwarz, mit dem ich sehr gerne arbeite. Gerade auf Aquarellpapier kann man das wunderbar benutzen. So, das hat jetzt die Konsistenz, die ich mir so vorgestellt habe. Und was ich jetzt machen möchte, ich habe mir einen Pinsel gebastelt. Dazu habe ich einen Rohrstab genommen und dann habe ich so dicke Kordel mir gesucht. Die habe ich da auf so einen Stab drauf gehalten und ringsum festgeklebt, und dann habe ich mir diese Schlaufen, die anfangs da waren, mit einer Schere auseinandergeschnitten, so dass es eine wilde Pinselstruktur ergibt. Das habe ich dann mit so einem Klebeband, mit so einem starken Klebeband festgeklebt, und unten drunter hatte ich das auch mit Draht noch etwas fixiert. Und das ist jetzt so ein selbst gebastelter Pinsel, ein langer Arm sozusagen, und da werde ich jetzt diese Farbe aufnehmen mit diesem langen Pinsel, bis das ein bisschen durchdrängt ist. Und jetzt trage ich das auf das Blatt auf, ganz willkürlich, wie ich das eben mir vorstelle, aber jetzt nicht konkret eine Form, sondern was gerade aus dieser Hand rauskommt, das lasst ihr fließen. So, das ist relativ dünn geworden. Dann tauche ich den Pinsel selbst mal ins Wasser und schaue, was das für einen Effekt bringt. Und nehme mir nochmal die Farbe auf. Das war mir an und für sich zu dünn, muss ich sagen. Mal schauen, ob das was bringt. Und probiere das einfach noch einmal. Ja, das ist jetzt ein relativ dünnes Farbgeschehen da auf dem Blatt. Ihr seht, das ist doch
wässrig geworden. Auch interessant, muss ich sagen. Auf jeden Fall auch interessant, aber ich möchte das noch mit etwas dickerer Farbe probieren. Da gebe ich jetzt noch mal mehr von dem Schwarz da drauf. Da brauche ich anscheinend mehr Farbe und verdünne das mal nicht mehr ganz so stark, sondern lasse das pur. Aber ich merke schon, diese Fasern, die saugen das sehr gut auf. Und da muss erstmal Farbe im Pinsel sein, damit dann auch wiederum Farbe auf das Blatt abgegeben wird. So, nächster Test mit dickerer Farbe. Ruhig mehrmals schön durch die Farbe durchziehen. So, und jetzt werde ich das mehr schlagen. Ja, so möchte ich das haben. Das ist sehr schön. Wunderbar, so gefällt mir das. Ja, das ist jetzt der Effekt, den ich ursprünglich geplant hatte, aber es kommt ja immer alles, wie es kommen möchte. Und jetzt mache ich eine kurze Unterbrechung, denn ich muss auf jeden Fall die Farbe wechseln. So, da bin ich wieder und jetzt habe ich, wie ihr seht, eine rote Farbe auf dem Teller. Das ist so eine Neonrotfarbe und jetzt habe ich da so kleine Schaumstoffpinsel oder Stempel und die werde ich jetzt benutzen. Ich habe das mit dem Föhn gut getrocknet, damit ich auch eine neue Farbe dann aufbringen kann und sich diese Farbe jetzt nicht vermischt mit der schwarzen, sondern ich wollte jetzt die reine Farbe. Dann mache ich mir das mal in diesen Schaumstoffpinsel da rein und bringe das auf nach Belieben. Gut andrücken und hoch. Andrücken und wieder loslassen. Das finde ich soweit in Ordnung. Vielleicht bei dem noch etwas verbessern. Ja, jetzt ist das besser. Und mit der kleinen Form kann ich das dann auch noch machen.
zweite Farbe. Auch die werde ich jetzt komplett abtrocknen lassen mit dem Föhn. Als nächstes habe ich jetzt noch diese rote Farbe auf dem Teller gelassen und habe da etwas Wasser drauf geträufelt. Das vermische ich jetzt, um die Farbe etwas dünner, flüssiger zu machen. So, jetzt ist das dünn genug. Und jetzt kann ich da noch ein paar Farbspritzer setzen mit diesem Pinsel hier. Damit wird das aufgelockert. Aber macht es nie zu viel, weniger ist immer mehr, sage ich. So, das muss jetzt wieder schön getrocknet werden. So, jetzt ist das alles getrocknet und ich gehe jetzt zu dem nächsten Schritt über. Ich habe hier eine Pastellkreide in Weiß und da möchte ich jetzt so ein paar Stellen noch betonen auf dem Bild. Das mache ich dann so, wie ich mir das vorstelle.
Partien mit Weiß habe ich jetzt gezeichnet. Da möchte ich jetzt nichts weitermachen. Und jetzt werde ich noch nach einem Permanentmarker suchen. Ich bin gleich wieder da. Jetzt habe ich einen Marker gefunden, das ist aber mit Acrylfarbe in Schwarz und da möchte ich noch eine Linie auf das Bild aufbringen. Und zwar macht ihr das bitte mit Schwung und Mut. So muss man an die Sache herangehen. Ja, das war es auch schon. Das sind jetzt nur ein paar wenige Akzente. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, eure Anne Pross von Anne Pross Kunst. Bis bald!